Heiland Jesus Christ, doch heute stets derselbe ist. Ja, das ist wahr und wunderbar, wie unser Heiland gestern war. So ist er heut und alle Zeit, bis in die fernste Ewigkeit. Es kam der Herrscher aller Welt in einem schwachen Fleischeszelt. Er ward gesalbt mit Kraft und Geist, zu tun, was uns die Schrift verheißt. Ja, das ist wahr und wunderbar, wie unser Heiland gestern war. So ist er heut und alle Zeit, bis in die fernste Ewigkeit. Er zog umher, hat wohlgetan, er löste jeden finstern Bann und trieb mit seinem Königswort geschwind die bösen Geister fort. Ja, das ist wahr und wunderbar, wie unser Heiland gestern war. So ist er heut und alle Zeit, bis in die fernste Ewigkeit. Und dieser starke Gottesheld durchzieht im Geist jetzt alle Welt, wo nur ein Mensch ihm trauen kann, da fangen seine Wunder an. Ja, das ist wahr und wunderbar, wie unser Heiland gestern war. So ist er heut und alle Zeit, bis in die fernste Ewigkeit. Okay, so ich wünsche Ihnen ein herzlich willkommen, der hier durch GERECHTIKEIT. So, ich sehe Gott dankbar, dass wir da diese Woche Gottesdienst haben. In Luthers von der einmal die Anleitung lesen mit Römer Kapitel 10, der Vers 1 bis 10. Römer Kapitel 10, Kapitel 10, der Vers 1 bis 10. Du sagst dort, Brüder, ich wünsche von Worten, dass Israel seilig worden mocht. Ich bete vor an zu Gott, ich gebe an das Zeugnis, dass sie für Gott üben, aber sie weiten nicht am Wort, sie kennen Gott seine Gerechtigkeit nicht und versuchten ihre eigene herzustellen. Und so stellen sie sich auch nicht unter Gott seine Gerechtigkeit. Christus hat mit dem Gerechtigkeitsgesetz in ihn gemacht. Wer an ihm bleibt, der ist gerecht. Mose schrift von der Gerechtigkeit, der durch das Gesetz kommt, der Mensch, der dort tät, wird durch Leben. Über die Gerechtigkeit, der durch den Glauben kennt, sagt so: sei nicht zu dir selbst, wer wird nur fahren zum Himmel, dort mein Christus raufholen, oder wer wird rauffahren, nur der Todes, dort heut Christus von Tod rütholen. Aber was sagt er? Dort wird es dich bei dir, du hast dort im Mühl und im Horn. Dort wird vom Glauben, dort wie predigen. Wenn du mit dort Mühl Jesus aus Herbe kannst und glaubst, dort Gott an von Tod abgewehrt hat, wirst du selig. Wer von Horten glaubt, wird gerecht, und wer mit dem Mühl bekannt, wird selig. So, wir sind dort hier reden von Gerechtigkeit. Besonders in den 4. Vers, wo es sagt, Christus hat mit dem Gerechtigkeitsgesetz in ihn gemacht, wer an ihm glaubt, der ist gerecht. So, weil ich von der einmal versehen über Gottes Gerechtigkeit reden. Gottes Gerechtigkeit
wo dort meint, wo dort tanzt zu sein hat, wie weit dort der Mensch nicht mit seinen eigenen Anstrengungen Gott reinkommt, sondern durch den Glauben, durch diese Gerechtigkeit, die Gott uns geben wird. Aber wiederum, du dann vielleicht einmal tot beten. Lieber Freunde, Herr, wir danken dir für diesen Tag. Herr, wir danken dir, dass wir hier über diese Wahrheit Gottesdienst haben. Herr, wir danken dir, dass wir das noch so gut haben, dass du uns hier beschützen, bewahrt hast, dass du uns gesehen hast. Herr, dass wir nicht gut auf uns haben, Herr, dass wir nicht in Christenverfolgung sind. Herr, wir sind dir vom Herzen dankbar für dein Wort. Herr, musst du uns von dir ganz besonders mit dein Wort segnen, hau uns dein Wort zu verstehen und auch du noch zu leben, Herr Jesus. Herr, wir beten dir, dass du musst auch besonders in dieser Zeit in jedem einen segnen, wo immer er sich vielleicht versorgen und ist im Haus mit der Familie. Herr, musst du Ehrendruck geben, dass sie auch über der Weich ein Gottesdienst haben, wie weit dort nicht allein der höchste Gottesdienst ist, sondern dass jeder einer persönlich den Tempel Gottes ist. Und wir beten, dass du musst jedem einen geben, was braucht in dieser Zeit, dass du auch musst sünden, dass du vielleicht großbrücken, dass du in Angst leben, dass du musst trösten, dass du musst dich beisetzen, dass du auch Kraft geben, und die vorzuhören, dort zu tun, was die wohl die Falle ist. So sehen wir uns wieder durch diesen Tag und wir danken dir für alles. Amen. So ich sehe, ich werde von der einen versehen, über Gottes Gerechtigkeit zu reden. Und einmal am Anfang will ich ein paar Versen, einige Versen lesen über Gottes Gerechtigkeit, wo die Bibel sagt, über Gottes Gerechtigkeit. Dort wird Gerechtigkeit, das kann über 300 Mal in der Bibel fehlen. Und davon will ich ein paar einige Versen lesen. Ich will nicht alle lesen, aber ich will einige davon lesen. Der erste Vers, was wir finden, ist in 1. Mose 15, Kapitel 15, Vers 6, wo du sagst, und er glaubte den Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Also das ist Abraham, wo er um Gott glaubt, und das war dann aus Gerechtigkeit ungeredet. Im Alten Bund, also im Alten Testament, wir dort Gerechtigkeitsgesetz, und dort wird durch Wort, wir lesen in 5. Mose 6, 24, wo er sagt, nu wo wir dadurch gerecht sind, dort wir dem Herrn, unseren Gott, seine Vorschriften beständig gehorchen, so als heute uns dort abgegeben hat. Dass wir sein, also durch die Gebote holen, durch die Opfer bringen, was sie sagen, wir wollen, wo dort die Gerechtigkeit dienen. Gottes Gerechtigkeit, der wird durch Jesus Christus offenbart. In Jesaja 56, Vers 1, du liest wie, das, was der Herr sagt, haut ihn und dort, wo reich ist, und handelt auf einen gerechten Weg, welches mein Heilchen baut, und dort rechte Leben, wohnt ich in Lier, wo baut, offenbar sind. Und dann Matthäus 4, Vers 6, du sagst dort, selig sind die in Hunger und in Durst nur Gerechtigkeit haben willst, die sollen satt werden. Hier sagen wir im Neuen Testament all, dort wird Gerechtigkeit. Also selig sind die, also glücklich als die Menschen, die in Hunger und in Durst nur Gerechtigkeit haben. Matthäus 4, Vers 10 sagt, selig sind die an Gerechtigkeit werden verfolgt worden, weil es das Himmelreich ist Erd. Also hier sind Menschen, die diese Gerechtigkeit angenommen haben und verfolgt wurden und sagt, glücklich sind die, weil es das Himmelreich ist Erd. Dann Matthäus 4, Vers 20, habe ich noch einen Vers in seinem Kapitel, wo er sagt, weil es das sagt, wenn jene Gerechtigkeit nicht wird besser sein als die Schriftgelehrten Pharisäer ehren, wo ihr niemals in das Himmelreich kommen.
Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie haben auch eine Gerechtigkeit, aber dort wie eine Selbstgerechtigkeit. Und Jesus sagt hier, wenn jene nicht besser wird sein als deine, wo ich niemals in den Himmel kommen. Und dann in Römer 4, Vers 18, so aus der einen Mensch seine Sünde Verdammnis über alle Menschen kennt, geruht so kennt der einen seine Gerechtigkeit, die Rechtfertigung für alle Menschen. Das ist, wo Jesus in diese Welt gekommen ist, um uns die Sünde zu vergeben. Und er sagt, geruht so kennt der einen seine Gerechtigkeit, die Rechtfertigung für alle Menschen. So, diese Gottes Gerechtigkeit, der ist gekommen für alle Menschen. Und ich will kurz einmal über Selbstgerechtigkeit, und dort wie wieder verstehen, was Gerechtigkeit ist. Also, wo der Knützel sieht, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer haben auch eine Gerechtigkeit, aber dort wie eine Selbstgerechtigkeit. Wir lesen in unserem Einleitungstags, in den 3. Vers, also Römer 10, Vers 3, wo das sagt, sie kannten Gott seine Gerechtigkeit nicht und versuchten ihre eigene herzustellen. Und so stellten sie sich auch nicht unter Gott seine Gerechtigkeit. So soll wie dort eine Selbstgerechtigkeit gibt. Menschen, die sich ihre eigene Gerechtigkeit abstellen. Lass uns doch einmal kurz in ein Gleichnis lesen, in Lukas Kapitel 18, der Vers 9 bis 14. Lukas Kapitel 18, der Vers 9 bis 14. Du hast ein Gleichnis von einem Pharisäer, und du kannst noch mal lesen in den 9. Vers bis 14. Und terwijl sich nur ihre Meinung sicher wären, dass sie reich wären, und auf andere raufkicken, verteilt der Gleichnis. 2 Menschen, ein Pharisäer und ein Taxkollektor, gingen im Tempel zu beten. Der Pharisäer stund ab und kickte und bet für sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so sehe als andere Menschen, Räuber, Eierrechte, Ehebrecher oder so aus des Taxkollektor. Ich fuß zweimal den Weg und ich gehe von all meinen Enden den Tienlauf. Aber der Taxkollektor stund wieder auf und wohl nicht einmal zum Himmel kicken, aber schlug sich auf der Brust und seh, Gott, hab Mitleid mit mir Sünder. Und ich sage dass das Mann nicht gern für Gott gerechtfertigt nach Hause ging, weil es für sich selbst gehebt, was drauf gesagt worden, aber wer aus sich selbst draufsticht, wird erhoben worden. So wie hier, wo eine Selbstgerechtigkeit ist. Das Pharisäer hier in den Tempel und kriegt es alle andere, aus des Taxkollektor, und er betet dort. Und dann sagt er kickt ab, andere. Und fängt an zu beten und sagt, ich danke dir, dass ich nicht ein Räuber, ein Eierrechter oder ein Ehebrecher sehe. Dann fängt er an, Worte nachzuteilen. Ich post zweimal den Weg, ich gehe von all meinen an um den Tienlauf. Dort ist ein Mensch, der durch selbstgerecht ist. Also, der Selbstgerechte sieht immer gute Worte und kicken ab andere. Der Selbstgerechte sieht wie andere Fehler, um ihre eigene Gerechtigkeit abzurechnen. Der Selbstgerechtigkeit meinen sich mit anderen in Posten ganz genau ab, dass sie auch ganz gerecht behandelt wurden. Dort sind Menschen, die nur selbstgerecht leben. Wir lesen noch einmal, wo der Schriftgelehrte Pharisäer so abposten, was Jesus mit seinen Jüngern tut. Wenn er einmal wird nicht nur ihre Verschriften werden, dann werden sie fußend fällig. So ein Selbstgerechter, der
der lebt seine eine Gerechtigkeit und versägt, auf andere Abgeposten und versägt, sich zu meten mit anderen sich zu verkleiden, seine eine Gerechtigkeit abzubauen. So, wo ist über Gott seine Gerechtigkeit? Wo ist Gottes Gerechtigkeit? Gottes Gerechtigkeit und erst seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Treue. Gottes Gerechtigkeit ist eine heilsame Kraft, die unsere Sünden verjagt und es steht, der verdammt, wenn wir an bleiben. Wir lesen dort in Römer 3, 24, 26, wo er sagt, den hat Gott rütgewählt aus den Gnadenstuhl, wo der Christus ihn Blut Vergebung für unsere Sünden haben ist, wenn wir an Christus glauben. Gott seine Gerechtigkeit soll durch dich für den Tag kommen, durch die Sünden vergeben dich, der unter seine Geduld geblieben wird. Sagen wir hier, was Gott seine Gerechtigkeit ist? Gott seine Gerechtigkeit ist, dass er gekommen ist, uns die Sünden zu vergeben, uns zu merken, dass wir seine Kinder können sein. Römer 1, 16 und 17, du sagst, ich schäme mich mit dem Evangelium von Christus, ich schäme mich nicht mit dem Evangelium von Christus, dort ist Gott seine Kraft, alles seilig zu machen, die durch an Glauben, erstens die Juden, dann aber auch die Griechen. Dort wies uns, wo Gott uns durch den Glauben gerecht wird. Und wo der Glauben immer tun, so aus der Schrift steht, der gerechte Wort durch seinen Glauben leben. Der gerechte Wort durch seinen Glauben leben. Also Gott seine Gerechtigkeit stellt sich auf uns Glauben erziehen. Gott seine Gerechtigkeit ist, dass er gekommen ist, um uns die Sünden zu vergeben. Und es steht, zu verdammen. Das ist Gott seine Gerechtigkeit. Wo kann der Mensch Gottes Gerechtigkeit erlangen? Wir wissen, dass Gott ein gerechter Gott ist und dass er ein gnädiger Gott ist. Wir haben dazu gelesen, dass er uns die Sünden vergeben hat. Und ich will auch versuchen mit einem Beispiel das versuchen zu erklären, dass Gott ein gerechter Gott ist. Zwei Jungs, ich habe das Beispiel mal eingebracht, zwei Jungs, sie gingen taub durch die Schule und sie werden die besten Freunde in der Schule. Sie können sich miteinander verstehen, sie hatten sich live. Als sie in der Schule werden, als sie fertig werden mit der Schule, dann gingen sie nun in die Universität um zu studieren. Der eine, der studiert also Rechter sein, auf Gut sein. Der andere, der studiert woanders. Während des anderen auf Gut studiert, oder Rechter sein studiert, geruht des einer diesen auf Gut seinen Freund in eine Gesellschaft, wo du nicht gut wird, und er beginnt ein Verbrechen. Er hat was zu tun, was dagegen gesagt wird. Er wird beschuldigt und vor dem Rechter gestellt. Als er vor dem Rechter gestellt wird Krieg des Rechter, wo du sein bester Freund wird. Und als deine gerecht worden soll, des Rechter, er kann nicht anders, er muss gerecht sein. Er kann ihm nicht diese vergeben oder einfach so strecken, weil dort, was er tun hat, wie ein Verbrechen gegen Gesetz und
Zeugen und alles beweisen dort, so er muss gerecht werden. Er gibt an dort gerecht und als sie dann geschworen werden, dann nimmt das Rechter und schreibt ein Scheck, sein letztes Geld oder aber Bankcode, gibt ihn dort und sieht, mit dem kostet die Schuld betont. So haben wir ein Rechter, haben wir auch ein gnädiger Rechter. Er recht an, er gibt an, dort gerecht, was er soll kriegen, aber er wird gnädig und betont dort, was er schuldig wird. So ist Gott auch. Gott ist ein gerechter Rechter, aber Gott ist auch ein gnädiger Rechter. Er ist ein gnädiger Gott. Er gibt seinen einzigen Sinn, um uns diese Sinnschuld zu vergeben. Er gibt sein letztes Wort, um uns zu raten. So, Gott ist ein gerechter Gott und Gott ist auch ein gnädiger Gott. So, wo kann ein Mensch diese Gottes Gerechtigkeit erlangen? Erstens, nur Gottes Gerechtigkeit tragen. Matthäus 6, Vers 33 sagt, aber seht dort erste nur Gott seine Recht und nur seine Gerechtigkeit. Also wir sollen nur Gott seine Gerechtigkeit tragen. Das sind die erste. Das zweite, dort ist der Genug. Wir lesen in Römer 3, Vers 23 und 24, du hast kein Unterschied. Alle Menschen haben gesündigt und kommen durch ein Tekort. Wohin wie Gott senden soll. Schenkt Gott an der Reich vor dem Gnuden durch die Radung, der in Jesus Christus ist. Also durch Gnuden schenkt Gott uns diese Gerechtigkeit Gottes. Durch Gnuden erlangen wir diese Gerechtigkeit. Römer 4, Vers 1 sagt, weil wir durch den Glauben gerecht worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. 2. Korinther 4, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Also zweitens, wo wir diese Gerechtigkeit erlangen, ist durch Gnade. Drittens, durch Glauben an Jesus Christus. So ist es nur zu lesen, dass wir durch den Glauben der Gerechtigkeit erlangen. Römer 3, Vers 22. Dort ist Gott seine Gerechtigkeit, da hat all die Gegenheit, die an Jesus Christus glauben. Durch den Glauben erlangen wir diese Gerechtigkeit. Man kennt durch den Glauben ohne Worte, man kennt den Glauben ohne Worte. Aber die Worte ist, wo uns im Glauben hält, wo uns dort im Glauben bleiben. Uns Glauben ist ein Beweis, dort wie gerecht sind. So wie kann nicht sein, dort wie nicht Worten haben kann, also wie nicht darin Worten haben. Natürlich, die Bibel sagt dort ohne Worten der Glauben dort ist. Also die Worten, dort ist der Beweis für unseren Glauben. Wenn ich nicht Glauben habe und nicht Worten habe, dort ist ein Beweis, dort ich noch nicht diese Gottes Gerechtigkeit erlangen habe. Also durch Glauben. In Jakobus 2, Vers 24 sagt dort, hier kannst du sein,
dort der Mensch durch Wort gerecht gesprochen wird und nicht bloß durch Glauben. Also Gerechtigkeit in Worten der guten Taufe. Das sagt, dort der Mensch durch Worten gerecht gesprochen wird und nicht bloß durch Glauben. Jakobus will hier klar machen, dass der Glauben nicht allein liegen kann. Der muss Worten haben. Der Glaube muss Worten haben. Und so sagt gut sehen, der Worten ist einfach der Beweis für den Glauben, was wir haben. Hebräer auch Vers 6 sagt, aber ohne Glauben ist das unmöglich, Gott zu gefallen. Wer nur Gott kommen will, muss glauben, wird er es und dort er die belohnt, der am ehesten segnet. Also, der Glauben ist dort, was uns raten wird, in den Worten ist der Beweis, dort wir gerat sind, dort wir diesen Gottes Gerechtigkeit angenommen haben, dort wir die Erklärung haben. Wo sind ein von Gott Gerechtigkeit das Leben? Also ein Mensch, der nur diese Gottes Gerechtigkeit angenommen hat. Einmal ein Leben, dort nur Gottes Gerechtigkeit ist, bekannt Gott von ganzen Worten und bleibt an Gott. Wir lesen in Römer 9, in 10 Vers 9, in unserem Einleitungstext, wo du sagst, wenn du mit dort Mund Jesus als Herr bekennst und glaubst, dort Gott am von Tod abgewirkt hat, wirst du selig. Also Gott bekannt und von ganzen Worten bleiben. Nächstens ein Leben, dort von Gott gerechtfertigt worden ist, als ein von Gott geheiligtes Leben. Also das ist ein heiliges Leben. Das ist ein handgegebenes, in ein Gott wohlgefälliges Leben. Von sich selbst für jeden. Nicht mehr, dass ich mein Leben mit einem anderen vergleiche und für sich durch mich gerechte Hand stellen. Nicht mehr, dass ich auf andere kicke, dass ich noch besser sehe, sondern dass ich von mir selbst vergeht in Gott in mein Zentrum habe. Das nächste, das ist auch ein Leben, wo du reitest, dort Kreuz Jesu auf sich zu nehmen, in Anmut zu folgen. Wenn das sagt hier in 10 Vers, in Römer 10 Vers 10, wer von Worten bleibt, wird gerecht, und wer mit dem Mühl bekannt, wird selig. Wer von Worten bleibt, wird gerecht, und wer mit dem Mühl bekannt, wird selig. Also dem Wort glücklich. Unsere Gerechtigkeit Leben meint dort wie Gott bekannt. Dort wie man uns Mühl bekannt. Weil hier in das gerade auch die Worte, wo ich schon von reden will, man wie Gott bekannt, dort sind Worte in den Täten von unserem Glauben. Zum Schluss, Psalm 7, Vers 18 sagt, ich will den Herrn für all seine Gerechtigkeit danken und will den Allerhöchsten Herrn seine Namen loben. David sagt, ich will den Herrn für all seine Gerechtigkeit danken und will den Allerhöchsten seinen Herrn loben. Und ich würde jedem einen fragen, hast du diese Gerechtigkeit? Kannst du auch sein, dass ich den Herrn für seine Gerechtigkeit danke? Kannst du für die Gerechtigkeit Gottes danken? Wenn du das noch nicht erlangen hast, dann kannst du noch nicht wirklich danken dafür. Aber wenn du das hast, dann können wir am Danken. Psalm auch Vers 7 sagt, der Herr ist gerecht und gerechte Gerechtigkeit.
die fromme Seelen sind gesegnet sein. Die, die in dieser Gerechtigkeit leben, die wollen einmal Gott sein. Zum Schluss noch ein Vers, Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dir, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das ist doch nicht ein Trost für uns von dir. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das ist ein Trost, was wir von dir und auch gerne haben. Die, die durch diese Gerechtigkeit haben, die wird Gott mit seiner rechten Hand holen. Mit der ist Gott auch in dieser Zeit. Und ich wünsche jedem ein, dass wir diesen Frieden haben, dass wir diese Gerechtigkeit haben, wo uns diesen Frieden geben wird, wo uns auch, dass wir wieder Gott danken können, wieder Gott loben können, und auch du noch leben. Amen. Lass uns noch zum Schluss noch einmal beten. Lieber vor dem Himmel, wir danken dir für deine Gerechtigkeit. Und wir danken dir, dass du bist auf diese Erde gekommen hast, deine Gerechtigkeit offenbart. Herr, dass du bist am Kreuz gestorben, wo du das vollbracht hast, Herr. Wo du diese Gerechtigkeit ganz vollbracht hast, dass wir nicht mehr durch Worten gerecht sind, sondern allein das im Glauben unternehmen. Herr, wir danken dir so von Worten dafür, wir beten, dass wir müssen jeden ein, der du noch nicht diese Gerechtigkeit in sich hast, dass du an musst reden, dass du an musst wirklich halten, dass er möchte diese Gerechtigkeit Gottes kommen. Herr, dass er möchte wirklich diesen Frieden finden, was wir in dir haben. Herr, ich bete, dass du musst in dieser Zeit auch noch den Menschen reden, und dass du musst Menschen raten, und halten, dass Menschen sich nach Mochten raten lassen, Herr Jesus. Herr, ich bete auch für dich, der vielleicht in Angst leben, der du nicht diese Ruhe haben, was du jedem eingeben wirst, dass du musst mit uns sein, und er uns trösten, Herr. Wir danken dir für die Wut und wir beten dir, dass du musst wieder jeden einen segnen und auch mit jedem einen sein. Du leistest
Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición. En mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré.